So, ich starte. Starte mal. Das schaut schon mal vielversprechend aus. Richard Strauss Festspiele in Garmisch 1993. Deutsch und Kaufmann beim Abschlusskonzert der Meisterklasse des legendären Baritons Hans Hotter. Kaufmann singt das Strauss-Lied Heimliche Aufforderung. Jesus, nein. Ja, da hat sich was getan. Aber mehr geschwitzt habe ich auf der zweiten Aufnahme, muss ich sagen. Schau mal, wie nass das hämmert ist. Wo war denn das? So kenne ich dich. Ja. Das erste habe ich vergessen. Ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Das ist unfassbar. So lustig. Es war unfassbar lustig damals mit dem Hotter. Warum Brüllen sie das immer so? Also, brüllen und das ist ein Pianolied und sie bauen da Häuser oben auf den hohen Tönen. Also weiter, schnell. Das war keine große Liebe, ja. Na, aber keine große Liebe, aber die Anekdoten habe ich sehr geliebt. Also der eigentliche Unterricht war für mich sozusagen dann eher schwierig, aber das Rundrum war sehr lustig, weil seine Frau, die Stichwortgeberin, hat dann immer gesagt, Hansemann, erzähl doch mal das. Und dann wirklich ein Wort und ich so, ja, also da war ich dran. Und dann hat er erzählt und erzählt, wir sind am Boden gelegen vor Lachen. Weil das ist natürlich ein Blick in eine Vergangenheit, die man so, wie man sie nicht sonst sehen kann. Wenn man denkt, ich meine, da gibt es ja dieses Foto von Hotter als junger Mann in der Lederhose mit Strauß, in der kurzen ledernen. Ich meine, das ist ein Wahnsinn, wie schnell man da sozusagen gleich bei dem Komponisten ist. Toll. Er hat ja auch gerne erzählt, dass er den Strauss einmal gefragt hat, ob er ihm helfen kann, ein Programm zu sagen. Ja, dann kommen Sie einfach. Und dann den ganzen Nachmittag hat er ihm seine Sachen selber vorgespielt, um ihm Tipps zu geben. Also er hat sich ja früh beklagt, der Strauss, dass immer wieder dieselben 6, 7 Lieder gesungen werden. Das hat sich ja nicht geändert durch die letzten 100 Jahre. Aber er war natürlich der Meinung, es gibt andere Sachen, die auch gut sind. Im Spätboot zum Beispiel. Ja. Aus der Schiffsbank mache ich meine Pfühl. Aber nicht für deine Stimme. Was heißt nicht für deine Stimme? Gibt es da keine Transpositionen davon? Hinauf gibt es lustigerweise außer bei dieser Aber warum? Ich-Rolle nicht. Ich verstehe, das ist ja wirklich unfair. Weißt? Ich meine, jeder Bariton und Bass wuselt da in meinem Tenorrepertoire rum, aber umgekehrt darf ich es nicht. Sauerei. Spiel das doch einfach dann. Eine Quinthöhe wird ja wohl möglich sein. Gut, lustig war's. Sehr lustig. Aber du schaust wirklich, ich will nicht sagen unverändert, aber aber dir ist schon klar, dass das Format falsch ist. Wenn du glaubst, dass das da, ne? Weißt du, wie man? Also wer hat sich mehr geändert? Ja, da hast du recht. Ich habe mich mehr geändert. Aber wie? Keine Frage. Ja. Während 13 Jahre später sagt man, das ist der Kaufmann. Aber da sagen wir, hä? Sehr gut.